Mykorrhizapilze bieten die Möglichkeit, mineralische Düngemittel einzusparen, dadurch, dass sie den Pflanzen eben Nährstoffe verfügbar machen. Zusätzlich kann man sagen, die Pflanze wird robuster gegen Trockenheit und andere widrige Umwelteinflüsse. Mykorrhizapilze leben mit Pflanzenpartnern in Symbiose, das heißt, zum gegenseitigen Nutzen wachsen die Pilzfäden in die Pflanzenzelle hinein oder machen außen um die Pflanzenwurzel einen Schutzmantel. Die Vorteile von Mykorrhizapilzen, die sie sozusagen ihren Pflanzenpartnern zur Verfügung stellen, beziehen sich in erster Linie auf die zur Verfügungstellung von Nährstoffen. Aber ein zweiter ganz wichtiger Punkt ist der Wasserhaushalt. Das heißt, besiedelte Pflanzen können sparsamer mit dem vorhandenen Wasser umgehen. Die positiven Effekte von Mykorrhizapilze auf Kulturpflanzen sind verbessertes Wurzelwachstum, verbesserte Abwehrkraft gegenüber Krankheitserregern und verbesserte Nährstoffverfügbarkeit oder Nährstoffaufnahme aus dem Boden. Ja, wir brauchen also zumindest Pflanzenwurzeln zur Vermehrung. Im Gewächshaus ganze Pflanzen, da ist das relativ einfach. Die werden angesät und besiedelt und wachsen dann zusammen. Wenn man Mykorrhiza im Labor produzieren möchte, dann braucht man ein bisschen aufwendigeres System von Wurzelkulturen, die dann nur noch das machen. Ein Beispiel für die Verbindung von Wissenschaft und Praxis ist die Entwicklung eines Mykorrhiza-Granulats, was letztendlich auch hier in der Maschine verwendbar ist. Eine weitere Möglichkeit ist, das flüssig auszubringen. Ganz neu ist die Variante, das Saatgut zu ummanteln. Da haben wir ein Verfahren gemeinsam mit einem Projektpartner entwickelt, das wir jetzt das erste Mal im Feld testen. Wir haben natürlich, wo wir gestartet sind, auch verschiedene Arten getestet und sind im Prinzip jetzt mit einem Granulatstreuer, mit Mikrogranulatstreuer sozusagen dabei und das funktioniert eigentlich sehr gut. Also wir bringen sozusagen die Mykorrhiza in einem oder bei der Aussaat direkt mit einem Mikrogranulatstreuer mit aus. Und wir haben ja, wie gesagt, durch die Fruchtfolge bzw. durch unsere Wirtschaftsweise, wie wir das praktizieren, haben wir auch ein hohes Vorkommen an natürlichen Mykorrhiza schon im Boden. Im intensiv konventionell bewirtschafteten Boden haben wir so gut wie keine natürliche Mykorrhiza mehr. Also jedenfalls haben wir das in unseren Versuchen kaum gemessen. Während der langjährig ökologisch bewirtschaftete Boden gut bis sehr gut natürliche Mykorrhiza hat. Ich würde auch sagen, der Pilz selber wird sein Potenzial groß ausspielen durch den Klimawandel, wenn ich sehe, dass die Dürre und die Pflanzen- oder die Wasserverfügbarkeit eingeschränkt ist, aber der Pilz mir sozusagen auch ein größeres Poren- oder ein Speichervolumen schafft. Ich glaube, wird er in der Zukunft im Klimawandel eine große Rolle spielen. Mykorrhizapilze haben, so wie Bakterienprodukte genauso, eine große Chance. Aufgrund der Auswirkungen des Klimawandels zum einen, aber auch aus Verbraucherschutzgründen, dass immer weniger Pestizide eingesetzt werden, sind diese Produkte einfach eine gute Alternative.